Ladies and Gentlemen and Kids, herzlich willkommen bei Rabertag Shooting. Ob der Pfeil zu dem Setup des Bogens passt, finden wir heute heraus durch einen Rohschafttest. Den werden wir uns einmal einschießen und dann schauen wir, wie ein Pfeil als Rohschaft, das heißt ohne Federn, im Vergleich zu den restlichen Pfeilen fliegt. Und dann ziehen wir ein paar Schlüsse daraus. Viel Spaß! So, wie läuft das jetzt mit dem Rohschafttest oder dem Blankschaft-Test? Ihr seht, ungleich zu den normalen Pfeilen. Hier ein gleicher Pfeil, einfach ohne Federn hergerichtet, und da schauen wir dann einmal, wie der so fliegt. Erster Versuch, der ohne Federn, ist ein bisschen drüber und rechts, kann natürlich jetzt die mangelnde Genauigkeit im Abschuss sein, aber schauen wir mal, was so passiert, wenn wir das öfters machen. Ja, was zeigt sich hier? Ich glaube, man sieht gut, die Streuung ist natürlich da. Das ist dem Niveau des Schützen geschuldet, dem niedrigen Niveau. Also es sind ca. 20 Schritte hier, noch nicht sehr weit. Und man sieht auch, der Blankschaft oder der Rohschaft, das ist der mit dem weißen Wrep, liegt leicht rechts, aber doch innerhalb des Bereiches, wo die restlichen Pfeile reingehen. Und das zeigt, dass irgendwie doch das Pfeilsetup kein ganz schlechtes zu sein scheint im Vergleich zum Bogen. Sinnvollerweise probiert man das natürlich öfters. Im Vorfeld habe ich eben auch schon ein bisschen geschaut, das haut ganz gut hin. Sicherlich mehr als wie ein Durchgang, es macht dann Sinn, solange man konstant schießen kann, hier ganz einfach die Pfeile auszuprobieren und eben auch mit einem unbefiederten Pfeil das Ganze mal zu probieren. Ja, das war's auf die Schnelle mit unserem Blank- oder Rohschafttest, und mehr Infos zu unserem Equipment in einer Folgesendung. Danke, pfiat euch. Tschüss. Technikhinweis. Was fehlt an der ganzen Story? Was macht man jetzt, wenn es nicht passt? Es gibt dazu jede Menge Videos, natürlich wie zu dem Thema selbst auch, die man sich anschauen kann, aber im Wesentlichen erkennt man damit, ob die Pfeile zu weich oder zu hart sind dynamisch. Das heißt, wenn ihr Videos sucht nach dynamischen Spine oder sonstigen Dingen, findet ihr wirklich eine Tonne oder mehrere Tonnen an Material. Im Wesentlichen gesagt, bei einem Rechtshänder, so wie bei mir, beziehungsweise mit Rechtshandauszug, ist der Pfeil, der zu weit nach rechts abbiegt, ein Zeichen dafür, dass der Pfeil zu weich ist, weil er sich zu viel um die linke Seite des Bogens herumwindet. Wenn er zu weit links ist im Vergleich zu den restlichen, ist das eher ein Zeichen, dass er zu hart ist. Und da gibt es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten drauf. Zu weichen Pfeil könnte man den kürzen, bei einem zu weichen Pfeil könnte man eine leichtere Spitze nehmen oder umgekehrt. Aber wie gesagt, wir sind ja die Technikexperten, es gibt wirklich ganz, ganz viele, die das dann perfekt erklären. Wollten das nur mal aufzeigen als Mittel, um wirklich zu schauen, ist das Equipment grundsätzlich stimmig, was man da schießt, oder hat man was völlig nicht zum Bogen passenden Pfeil oder umgekehrt, um einfach einmal das so zeigen zu können.